Schmerzen am Steißbein, sei es, weil du auf den Po gefallen bist, nach der Entbindung oder nach einer OP. In diesem Video erfährst du einen wichtigen Faktor für die Behandlung deiner Schmerzen und wie du dir zu Hause helfen kannst, deine Schmerzen zu lindern. Erstmal im Voraus, wenn du gerade hingefallen bist, ist es wichtig, beim Arzt abzuchecken, ob alles in Ordnung ist und keine Knochenbrüche vorhanden sind. Aber spätestens 12 Wochen nachdem man hingefallen ist, sollten die Beschwerden deutlich abgeklungen sein. Wenn es so nicht passiert und du dauerhaft oder immer noch Schmerzen am Steißbein hast, vor allem beim Sitzen oder längerer Zeit im Stehen, dann spricht man von einer Koxygenie. Koxygenie ist keine Diagnose, sondern die Beschreibung von einem Symptom. Es bedeutet Schmerzen am Koxis, am Steißbein. Und was kann denn diese Schmerzen auslösen? Das erste ist eine starke Traumata, zum Beispiel wenn man auf den Po hinfällt. Aber auch Mikrotraumata, das heißt ständig ein wenig diesen Bereich zu verletzen, in dem man ständig auf das Steißbein sitzt, können Beschwerden verursachen. Vor allem dann, wenn man auch an Übergewicht leidet, weil durch den Druck der Bereich auch gereizt werden kann. Man darf aber nicht vergessen, dass zwischen das Kreuzbein und das Steißbein auch Gelenke sind, wo auch Knorpel vorhanden sein kann. Das heißt, sowohl das Gelenk selber, die Kapsel drumherum oder auch den Knorpel Ursache für Beschwerden sein können. Aber ein wichtiger Faktor, den nicht selten vergessen wird, ist der Beckenboden. Die Muskulatur von deinem Beckenboden setzt direkt an den Steißbein an. Als Reaktion auf die Schmerzen kann die Spannung der Muskulatur zunehmen. Studien zeigen, dass je besser Patienten die Anspannung wahrnehmen können, desto besser können die auch bewusst die Muskulatur entspannen, wodurch die Schmerzen deutlich weniger werden. Also, wenn auch du wieder schmerzfrei sitzen willst, dann solltest du diese Übungen probieren. Enorm viele Menschen wissen noch nicht mal, dass sie einen Beckenboden haben, geschweige dann, wie sie den bewusst anspannen können und entspannen können. Man kann bis zu einem bestimmten Grad jeden Muskel in deinem Körper anspannen und auch entspannen. Dafür musst du nur den Unterschied und die Steuerung deiner Muskulatur können. Jetzt ist es wichtig, dass du erstmal die Funktion von deinem Beckenboden weißt, damit du weißt, was du spüren müsstest, wenn diese Muskulatur angespannt ist. Weil nur dann kannst du den auch bewusst locker lassen. Und die Spannung, dein Beckenboden, sorgt dafür, dass du Urin und Stuhl zurückhalten kannst. Und eine gute Möglichkeit hierfür ist, wenn du dich auf die Seite hinlegst und mit dem Kissen zwischen deine Knie. Deine Hüfte sollten ungefähr in 90 Grad gebeugt sein und auch deine Knie in 90 Grad. In dieser Position entspannst du deinen Bauchmuskel und auch deinen Gesäßmuskel, weil es wichtig ist, dass du deinen Beckenboden isoliert trainierst. Also in dieser Position ist jetzt nun Bauch- und Po-Muskel entspannt. Und jetzt platzierst du deine Finger um den Dammbereich. Für manche Patienten kann es hilfreich sein, dass du einen Handschuh anziehst und den Finger tatsächlich in den After bzw. sehr nah zwischen Damm, Scheide und After platzierst. Platziere deine Finger in diesen Bereich und als erstes versuche nun, den Beckenboden so anzuspannen, als ob du Luft zurückhalten willst. Wenn du deine Hand in den Bereich platziert hast, solltest du spüren, dass bei der Anspannung diese Muskulatur sich inwärts bewegt. Das heißt, die Kontaktfläche zu deinem Finger wird weniger. Wenn du deinen Finger im After drin hast, wird die Muskulatur so eine Schnurbewegung machen und dein Finger wird nach innen bewegt werden. Halte diese Spannung für mindestens 5 Sekunden. Wichtig dabei ist, dass du nicht die Gesäßmuskel anspannst und die Bauchmuskulatur bleibt auch relativ locker.
keine Atmung anhalten. Nachdem du die Spannung gehalten hast, lässt es nun locker nach unten. Dabei solltest du spüren, dass die Muskulatur nach unten geht und die Kontaktfläche mit deiner Hand zunimmt. Und genau das ist das wichtige Faktor für dein Steißbeinschmerzen. Nur dann, wenn du spüren kannst, wie du den Beckenboden anspannst, kannst du den auch bewusst wieder loslassen. Diese Übung solltest du nun für 10 Mal wiederholen. Jede Einzelanspannung solltest du für 5 Sekunden halten und danach 10 Sekunden wieder loslassen. Achte darauf, dass du dir tatsächlich auch diese Zeit gibst, dass deine Muskulatur wieder locker wird. Also eine Serie von 10 Wiederholungen, jede einzelne Wiederholung 5 Sekunden halten und danach wieder 10 Sekunden loslassen. Doppelt so lang. Für die nächste Übung solltest du dich auf den Rücken hinlegen. Deine Beine sind ungefähr hüftbreit auseinander und deine Knie lässt du als erstes zusammenfallen. Wenn du in dieser Position angekommen bist, bewegst du nun die Beine nach außen, so weit wie du kannst. Du wirst hauptsächlich in der Hüfte ein Ziehen spüren, auf der inneren Seite von dem Becken bzw. tief drin. Bleib in dieser Position für ungefähr 20 Sekunden. Nachdem du diese Position angenommen hast und die 20 Sekunden vorbei sind, versuchst du nun, den Beckenboden anzuspannen, so als ob du Urin und Luft zurückhalten willst. Du musst es nicht mit voller Kraft machen, sondern nur eine leichte Spannung. Stell dir mal vor, so ungefähr 60–70% von deiner Muskelkraft. Halte die Spannung und lass es dann wieder los. Auch hier sollte dieses Loslassen doppelt so lang sein wie die Zeit, die du angehalten hast. Wiederhole es 5 Mal und versuche dann noch weiter mit den Beinen nach außen zu kommen. Die Knie sollen möglichst zusammenbleiben. Anspannen, Spannung halten, 5 Sekunden und dann 10 Sekunden wieder loslassen. Wusstest du, dass Beckenbodenübung die Standard- und die erfolgreichste Therapie ist für die allermeisten Inkontinenz- und Schmerzbeschwerden im Beckenboden? Also, wenn du wissen willst, wie du mit einfacher Übung von zu Hause Schmerzen lindern kannst und deine Lebensqualität verbessern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos für deine Gesundheit. Sehr häufig, wenn man über Beckenbodenübung spricht, wird man von Kegelübung gesprochen. Das sind Übungen, in denen man den Beckenboden anspannt und spüren sollte, wie gerade eben, dass der Beckenboden sich anhebt, inwärts sozusagen. Bei dieser Übung geht es nun um die bewusste Entspannung bzw. um die Druckerhöhung vom Rumpf nach unten Richtung Beckenboden. Und dafür solltest du dich aufrecht hinstellen. Eine Hand platzierst du hinten vom Steißbein mit den Fingern gerichtet vorwärts. Als Frau kannst du dann noch eine Hand von dem Schambein nach hinten Richtung Steißbein richten. Als Mann platzierst du am besten beide Hände in den Dammbereich. Du lässt deine Hände in diese Position tief einatmen, entspannt wieder loslassen. Und jetzt bei der nächsten Einatmung versuchst du bewusst den Bauch so anzuspannen, als ob du auf dem Klo wärst und dich entleeren willst. Also drückst du vom Bauch her nach unten Richtung Damm. Du solltest spüren, wie dein Beckenboden nach unten gegen deine Hand gedrückt wird. Vor allem Patienten, die Schmerzen haben, haben total Schwierigkeiten, den Beckenboden loszulassen. Also spüren sie gar nicht oder lassen es gar nicht zu, dass der Beckenboden sich senkt fußwärts. Und genau das musst du wieder üben, um deine Schmerzen auch loszuwerden. Bewusst deinen Muskel
loslassen und nicht ständig in diese Anspannungsposition halten. Also platziere deine Hände im Dammbereich, ganz entspannt weiter ein- und ausatmen und dann bewusst einen Druck ausüben vom Bauch, indem du die Rippen zusammenziehst und nach unten drückst, so als ob du dich auf dem Klo entleeren willst. Dabei solltest du spüren, dass der Damm sich senkt in Richtung deiner Finger. Das Gesäßmuskel sollte weiterhin entspannt bleiben. Diesen Entspannung bzw. dieses Senken des Beckenbodens solltest du für mindestens 3 Sekunden halten, um dann den Druck vom Bauch wieder loslassen und die Übung wieder von vorne beginnen. Diese Übung solltest du für 12 Mal wiederholen. Wichtig ist, zwischen jedem neuen Pressen bewusst auch der Beckenboden und die Atmung und die Bauchmuskulatur komplett entspannen lassen. Und für die letzte Übung solltest du wieder erlernen, wie du deinen Beckenboden und auch deinen Hüftmuskel bewusst anspannst, damit du es bewusster entspannen kannst. Dafür stell dich mal hin. Ein Bein bleibt jetzt auf einen Stuhl platziert und mit die Hand von der gleichen Seite vom Bein, die platzierst du jetzt auf dem Beckenboden. Die gegenüberliegende Hand bringst du jetzt zu deinem Knie hin. Als erstes spann deinen Beckenboden an. Das heißt, den Druck bzw. die Kontaktfläche von dem Damm an deiner hinteren Hand, die soll weniger werden und gleichzeitig bringst du das Knie nach innen. Halte die Spannung für 3 Sekunden, um dann das Becken wieder nach außen bringen lassen und alles wieder zu entspannen. Beckenboden anspannen, Spannung halten und das Knie nach innen bringen. Halte die Spannung für 3 Sekunden, Beckenboden loslassen, Kontaktfläche von deinem Damm auf deiner Hand am Gesäß, die wird mehr und bewusst bringst du die Hüfte wieder nach außen. Hand im Dammbereich, gegenüberliegende Hand kommt am Knie. Beckenboden anspannen und gleichzeitig die Hüfte nach innen drehen und schließen. Halte die Spannung von deinem Beckenboden. Im besten Fall soll die Kontaktfläche von deinem Damm von der Hand abheben. Also bewegt sich der Beckenboden inwärts. Und dann lässt du den Beckenboden los, die Kontaktfläche von dem Damm auf deine Hand nimmt zu, die Hüfte wird wieder nach außen gedreht und aufgemacht. Und diese Übung sollst du jetzt für 12 Mal wiederholen. Beckenboden anspannen, Kontaktfläche auf deine Hand am Gesäß wird weniger, die Hüfte wird nach innen gedreht und geschlossen. Halte die Spannung in dieser Position für 3 Sekunden, um den dann erst loslassen und dann die Hüfte öffnen und gleichzeitig nach außen drehen. Diese Übung solltest du dann für 2 Serien wiederholen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass diese bewusste Wahrnehmung von der Anspannung und vor allem von der Entspannung vom Beckenboden erfolgreich ist bei der Behandlung von Schmerzen am Steißbein. Außerdem kannst du auch gerne im Beckenboden Kältekompressen nutzen, um Schmerzen zu lindern. Also, ich hoffe, dieses Video hilft dir weiter bei der Behandlung von deinen Schmerzen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!